Das Thema Aufklärung und Arzt-Patienten-Verhältnis ist für mich ein ganz relevantes Thema, weil ich glaube, dass im Fach plastische Chirurgie sehr viele Dinge passieren, die ja abseits der Medizin eigentlich stehen. Also wenn man überlegt, warum ein Patient normalerweise zum Arzt geht, also ich habe irgendeine Erkrankung oder eine Verletzung und ich möchte gerne, dass mir geholfen wird, weil ich Schmerzen habe, weil ich vielleicht eine gefährliche Erkrankung habe. Dieser Arztbesuch ist geprägt oftmals von Angst, von Bedenken, von Sorge. Und die Patienten, die zu uns in die Praxisklinik am Rosengarten kommen und zu vielen anderen Kollegen natürlich auch, denen geht es ja oft um was anderes. Denen geht es darum, dass sie eigentlich gesund sind, aber sozusagen einen anderen Daseinslevel erreichen wollen. Also, dass sie mit der Situation, in der sie sind, wie sie existieren, so nicht zufrieden sind, sondern einen Schritt weitergehen möchten, im Sinne einer Selbstoptimierung, wenn man so will. Und das ist an sich auch ein hehres und ehrenwertes Ziel. Es gibt da natürlich allerdings Grenzen, wenn man jetzt überlegt, dass technisch Grenzen da sind. Das heißt, manche Dinge sind ja schlicht und ergreifend gar nicht möglich. Andere Dinge sind wiederum sehr gefährlich. Das heißt also, wir haben eine große psychologische Komponente in der Beratung. Man kann heute aus meiner Sicht mit dieser überdrehten Welt von sozialen Medien, Selbstdarstellung und Selbstoptimierung die psychologischen Komponenten eigentlich so in der Beratung bei uns nicht mehr von den fachlichen trennen. Wir müssen eigentlich beides berücksichtigen und vor allem, und das ist besonders wichtig, wir müssen beide Aspekte in unsere Entscheidung für und wider eine Operation einfließen lassen. Und ich habe nicht den Eindruck, dass das in Deutschland und auch in anderen Ländern von meinen Kollegen und auch von den Patienten immer stringent so gemacht wird. Da wird oftmals für die Operation entschieden, weil wir das ja können und weil der Patient das ja will. Ob damit das Ziel eines glücklichen Patienten zu erreichen ist, da bin ich mir gar nicht immer sicher. Deswegen glaube ich, dass es extrem sinnvoll ist, dass wir uns als Ärzte, also als plastische Chirurgen, unbedingt auch mit der Frage nach realistischen Erwartungen auseinandersetzen auf Seiten des Patienten und sehr genau mit dem Patienten besprechen, was ist denn das, was sie wollen? Verstehe ich das richtig? Kann ich das als plastischer Chirurg lösen und werden sie mit dem Ergebnis glücklich werden? Das sind also Fragen, die mich umtreiben und ich glaube, die sollten in jedem Beratungsgespräch in der plastischen Chirurgie eine relevante Rolle spielen.